Liebe Damen und Herren, hier im Kultur- und Gartenkanal seien Sie herzlich willkommen. Heute hier aus meinem Wohnzimmer in Münster und mit einer weiten Schaltung. Das wird heute sehr spannend, darf ich Sie heute begrüßen. Es geht nämlich bis nach Indien. Das Thema ist Mumbai auf diesem gewaltigen Kontinent, diesem Teilkontinent des großen Asiens, also nach Indien werden wir gehen, allein ein Land mit über 1 Milliarde Menschen. Und wir werden dort eine Stadt kennenlernen, eine Metropole, nein, eine Megametropole. Allein das Stadtgebiet mit circa 15 Millionen Einwohnern, nehmen wir die ganze Agglomeration, dann sind es circa 30 Millionen Menschen, die dort im Bereich um Mumbai leben. Ich habe diese Stadt kennengelernt aufgrund meiner Kreuzfahrten. Ich war inzwischen 2-mal in Indien und ich erinnere mich an einen Besuch vor 5 Jahren, das erste Mal, dass ich in Mumbai war und natürlich völlig begeistert war von den Farben, von den Gerüchen, von dem Erleben Indiens. Und es gibt so viele kritische Stimmen über Schmutz, über Chaos. Es ist natürlich die besondere und fremde Lebensweise, die einem da auffällt. Aber es ist dieser alte Zauber, der selbst in so einer Megametropole immer noch vorhanden ist. Und das natürlich ganz besonders, vor allem wenn man dabei hervorragend geführt wird. Denn so sagt ja schon Johann Wolfgang von Goethe, man sieht nur, was man weiß. Ich möchte Sie also mitnehmen, möchte Ihnen etwas von dem zeigen, was ich von Mumbai weiß, aber viel besser, lasse mich eben auch an die Hand nehmen. Wir werden zu einem Gästeführer schalten und ich darf erst einmal hier an die Regie bitten, dass wir schon unsere PowerPoint-Präsentation starten und damit geht es direkt in das Thema hinein. Mein Name ist Carsten Seick, der Kultur- und Gartenkanal lesen Sie und Mumbai, das alte Bombay, ist unser Thema. Magie und Moderne möchten wir Ihnen vorstellen. Schön, dass Sie also dabei sind. Wer das Thema Zoom schon kennt, weiß, es gibt dort die Chat-Funktion. Machen Sie davon herzlich gerne Gebrauch. Wir haben schon die ersten Nachrichten bekommen. Ich kann nur auch zurückgeben an Sie. Sie freuen sich auch, dass wir da sind. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Also fragen Sie gerne, bemerken Sie über die Chat-Funktion und wir werden es ist eine Live-Sendung und das wollen wir natürlich nutzen. Stellen Sie Ihre Fragen, beteiligen Sie sich oder heben Sie einfach mal die Hand zwischendurch, wenn Sie das so möchten. Ja, Sie sehen auf unserem ersten Bild schon ein berühmtes Hotel und das Gebäude, das als Tor zu Indien, Gateway to India, bekannt ist. Aber wir wollen mal schon ein Stückchen weitergehen, denn kaum verlässt man das Hafengelände, da tauchen solche 3 Brunnen auf. Für Waschungen, zum Trinken natürlich. Wasser spielt eine wichtige Rolle. Und wir wollen uns ja nicht nur mit Gebäuden beschäftigen, nicht nur mit der Geschichte, sondern eben auch den besonderen Lebensumständen der Religion und natürlich auch, das ist unser Thema, mit Gärten, Parks und Natur. Und als ich vor 5 Jahren in Indien war, hier in Mumbai, da hatte ich das große Glück, auf Pranav, einen Gästeführer, zu stoßen. Ein junger Mann, der voller Lebensenergie ist, der begeistert war und uns Besucher an die Hand genommen hat und uns sein Indien vorgestellt hat. Ein Inder, der natürlich Englisch spricht und ich bin ganz gespannt. Wir werden heute die erste bilinguale Sendung machen. Die ist also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Denn in Indien spricht man neben dem Hindi nach wie vor Englisch. Und deshalb werde ich mich mit unserem Gästeführer auf Englisch unterhalten. Stellen Sie Ihre Fragen auch gerne auf Englisch, wenn Sie möchten, aber wir werden natürlich alles ins Deutsche übersetzen. For those English-speaking guests, a very warm welcome to you here. This is our first bilingual broadcast. I'm really excited about that. And now we try to connect our Indian guide. And therefore, I ask our Regie, could you please try to connect to Pranav da in Mumbai? Hi. So, liebe Damen und Herren. Ich bekomme ein Zeichen, dass die Verbindung aufgebaut wird. The connection is about to start. Und da sehe ich auch unseren Gästeführer, unseren Inder. Hello, Pranav, I can see you. Can you see me as well? And can you hear? Namaste. I can see you and I can hear you as well.
That's fantastic. Namaste, namaste, Pranav. Great to see you. How are you? How are you now? I'm fine, thank you. All is good. I hope you are fine too, and everyone in Germany is doing great. Thank you. Everything fine here as well. It's quite late for you, isn't it? To us, it is just a few minutes after 6 p.m. You are 3.5 hours before us. Also, ich habe Pranav gefragt, wie es ihm geht. Es ist alles soweit sehr gut, erzählt er. Und ich spreche ihn darauf an, wie sein Tag heute war. Und es ist ja schon recht spät für ihn. In Indien ist man bereits 3,5 Stunden weiter. Is that correct? So it's almost night. Is it already dark? Ist es schon dunkel in Indien? It's 9:30 p.m. at night, and I didn't have my dinner, but at this time people have dinner and are getting ready to sleep by 10:30, 11. Oh, good. So you use the last hour of the day. Er hatte noch kein Abendessen, hat er gerade erzählt, aber das ist jetzt nicht so unüblich. Er wird gleich das Abendessen dann noch einnehmen und in einer Stunde dann sich zur Ruhe legen. Pranav, how is life for a tour guide in Mumbai now? Is there anything to do for a tour guide and for a tour operator? Gibt es jetzt irgendetwas, was ein Gästeführer tun kann in Indien? Ist das Thema Tourismus im Moment aktuell? At the moment, there is no work, there are no tourists, and even the domestic tourists are not allowed to go to different states. So absolutely no work. So we are trying to switch on to online tourism. I got inspiration from you. So thank you for that. Thank you very much. Im Moment gibt es für Gästeführer, Reiseleiter in Indien gar nichts zu tun. Auch dort gibt es eben die enormen Corona-Beschränkungen. Und wir haben ja auch schon gehört, dass die Situation in Indien wirklich in Teilen verheerend ist. Aber insofern keine Gäste zu leiten. Und Pranav sagt, deshalb ist es auch für ihn eine Chance, jetzt über virtuelle Gästeführungen auf Mumbai aufmerksam zu machen, ihnen so seine Stadt vorzustellen, sie hoffentlich zu begeistern und in Ihnen, in uns allen wieder auch die Reiselust zu stärken. Pranav, could you take us with you through your Mumbai, please? And therefore, of course, we want to see some of the slides, some pictures that I took, einige Fotos, die ich bei einem Besuch von Mumbai einmal gemacht habe. Just tell us something about the city, something that you think is interesting, something that is different to us from the European point of view, please. Erzähl uns, was ist anders in Indien? It's the most populated city. It's 21 million of us in Mumbai. And many different religions, many different cultures, many different traditions, everything all together in one melting pot. Pranav erzählt, dass das Besondere an Mumbai ist, so wie eigentlich ja auch ganz Indien, dass so viele Nationen dort zusammenkommen, dass so viel Kultur aufeinander stößt und auch die Religionen dort miteinander in friedlicher Harmonie leben müssen. What you see on your screen right now, it's a view from Oval Cricket Ground. And what the building which is there, that's the Bombay High Court. Pranav erzählt uns, wir sehen jetzt schon eine große Fläche, eine Grünfläche. Naja, grün, Sie sehen, wie das grün leuchtet. Es handelt sich um ein Cricketfeld und im Hintergrund ragt ein herrliches Gebäude des 19. Jahrhunderts heraus. Das ist das alte Gerichtsgebäude. Cricket, we are not really familiar in Germany about playing cricket, Pranav. Is that a sport everybody plays in India? Yes, it's like how the Americans have baseball, Indians have cricket, but cricket is not our national sport. Pranav erzählt uns, dass die Amerikaner ihren Baseball haben und so ist Cricket der Sport für die Inder. Aber Cricket ist nicht der Nationalsport. Liebe Damen und Herren, haben Sie eine Idee? Was ist der indische Nationalsport? Tell us, please. Yeah, so cricket was introduced to us by the Brits who were ruling us in India, and it has got so popular because in cricket, people come together and play. So you don't need those like equipments like you have in football. It's like amateur. What you see on the screen, it's amateur cricket. It's not professional. Oh, those are cricket players, actually. It's not just people wandering around. It's really players we can see there.
Yes. Also wir sehen beim Cricket jetzt im Moment, das hat uns Pranav gerade erklärt, die Leute, die Sie dort unten im Bildrand sehen, das sind Leute, die jetzt gerade Cricket spielen. Und das Schöne beim Cricket ist, man braucht dort nicht so eine große, aufwendige Ausstattung wie für andere Sportarten. Einfach die Amateure können sich dort zusammenfinden, können dort miteinander spielen. Und Cricket ist ein Sport, den die Briten nach Indien gebracht haben. Sie wissen selbst, liebe Damen und Herren, dass Indien ja auch Kaiserreich war, dass Königin Victoria von England Kaiserin von Indien war, so wie ihr Sohn dann Edward VII. Ja auch der Kaiser von Indien wurde. Okay, so we can see this, Pranav, but you said it is not the national sport. So what is the national sport, please? Our national, okay, before I come there, right now the ground you see, it's empty. There's no one in this ground. It's only one game. On a Sunday, it's filled with 40 games at the same time. And after you translate, I'll tell you what is the national sport. Das sollte jetzt aber noch einmal hinzugefügt werden, denn das Foto, das Sie jetzt sehen, das ist manchmal ein bisschen ungewöhnlich für manche Tage, denn es ist relativ leer auf dem Feld. An anderen Tagen, vor allem sonntags und feiertags, dort spielen 40 Mannschaften parallel nebeneinander. Dann ist da natürlich richtig viel los. Ich glaube, eine Nähe zu Großbritannien, zu London, erleben wir auch mit den großen Freiflächen, die es ja auch dort in London dann gibt mit dem Hyde Park, dem Regent's Park, dem Green Park und so weiter. Aber jetzt will uns doch Pranav erzählen, was der Nationalsport Indiens ist. Our national sport is field hockey. And none of us have played field hockey. I have never played field hockey in my life. Really? Also der nationale Sport in Indien, das ist Feldhockey. Aber Pranav gibt auch zu, dass er selber noch nie in seinem Leben Feldhockey gespielt hat. I have one interesting fact for everyone. Most of our guests are from Germany, I guess. India has won a lot of Olympic medals of gold in hockey. And we beat Germany in 1934 Summer Olympics in Germany for winning the hockey gold. I'm sorry about that. Oh, I think we don't mind at all. Also, das Feldhockey, es ist ein großer Sport nach wie vor und Pranav hat eben zugegeben, dieser Nationalsport, der ist immer noch sehr begeistert und 1934 hat man bei den Olympischen Spielen die deutsche Nationalmannschaft im Feldhockey geschlagen. Ich glaube, das ist eine Frage für Günther Jauch, um die Millionen zu gewinnen. Dann wissen Sie, dass die Deutschen bei diesem Spiel in Deutschland gegen Indien im Feldhockey verloren haben. Aber ich glaube, das haben wir inzwischen ganz gut verschwärzt. Okay, that's an interesting fact, actually. Good. Let us see what is more to see, Pranav. So we just walk around, and not only because it's a very, very big city, isn't it? Mumbai. It has about 600 square kilometers, I read, which is the city of Münster, where I live in. We have 300 square kilometers. So it is the double size of the city of Münster. But we in Münster, we have only 300,000 inhabitants. You have 15 millions. Wow, what is that 21. difference? Now we have 21 million. 21 million only in the city, okay. Just to give a bit the idea, because we are not only the culture, but also the garden channel. Wir sind ja nicht nur der Kultur, sondern auch der Gartenkanal. Wir möchten Ihnen also auch ein bisschen etwas von den Pflanzen dort zeigen. Nebenbei hat Pranav aber gerade schon erzählt, dass die Zahl der Bewohner Mumbais schon längst gestiegen ist. Also inzwischen sind es 21 Millionen allein in der Stadt. Wir haben eben gesehen, Palmen säumen dort die Straßen und hier haben wir den Goldregenbaum Cassia fistula mit den herrlichen gelben Blüten, aber bitte nicht mit unserem Goldregen, eben mit dem Laburnum zu verwechseln. So this is a typical scene of the road. You're driving on the left or on the right, Pranav? We are driving on the right. Our steering is on the right.
You're driving on the right, like we do. Also das ist anders als in Großbritannien. Man fährt auch dort auf der rechten Seite. Weiß ich nicht, bei dem Foto ist es schwer zu erkennen. Ich war begeistert, nicht nur von den Verkehrsmitteln, die dort unterwegs sind, sondern auch von dem Krach. Das kann man im Moment noch nicht sehen, aber wir wollen Ihnen versuchen, das nachher nochmal einzuspielen, denn ein ständiges Hupen ist dort und der Verkehrslärm. Und hier sieht es ja noch relativ geordnet aus, aber da sind Radfahrer dazwischen, da sind die Fußgänger dazwischen. Und da sind natürlich auch immer wieder mal die Kühe dazwischen. Pranav, just tell us please, what is that? What can we see here on this photograph? In this photograph, you can see this lady is sitting with these cows, which she has hired, and she's selling these grass and grain balls to people. And people pay her money and she gives them that fodder, and then we feed the cow. A cow is sacred and holy for us. Wir sehen hier am Straßenrand eine Frau, die sehen Sie dort kniend. Und sie hat Kühe gemietet. Oder diese Kühe, die sind heilig natürlich. Sie sind beseelt, geisterbeseelte Lebewesen. Und die gilt es natürlich, diese Geister für sich positiv zu stimmen. Und deshalb ist man am Straßenrand unterwegs. Da sehen wir den Pranav vor 5 Jahren doch in Blau gekleidet, der jetzt dort Nahrung, Heu oder anderes kauft, was dann eben gleich den Kühen hingeworfen wird, um damit dann auch die Geister zu besänftigen. And that is the amazing thing. You said they are spiritual animals, these. Hier sieht man, dass ich dem ganzen Beispiel auch gefolgt habe, denn auch mir tut es gut, die Geister zu besänftigen. Pranav, you said there is not only one spirit, not only one kind of ghost in one cow. It's quite a lot, isn't it? So we believe like there are 330 million gods inside a cow's body. Also, we believe that cow is like a mother for us because she gives us milk. So we cannot imagine killing our mother and eating her. So no one eats beef of cow in India because cow is like a mom. Haben Sie das, liebe Damen und Herren, gerade verstanden? Haben Sie verstanden, wie viele Geister in einer Kuh leben? Ich werde gleich nochmal nachfragen, es ist eine Wahnsinnszahl. Aber Pranav erklärte auch, dass die Kühe eben auch Milch geben und so von den Indern als ihre Mütter angesehen werden. Und keiner würde auf die Idee kommen, die Mutter zu töten oder das Fleisch zu essen. Und deshalb sind diese Kühe eben auch heilig. Pranav, just tell us again the number of ghosts of spirit that is in only one cow, please. Okay, so we believe in Hinduism there are just the number again, please. Gods. 330 million gods. Es ist ja unglaublich. 330 Millionen Götter. So glaubt der Hindu, während dann eben, so versteht er es. I'm sorry, Carsten, I'm sorry. 330 million gods and goddesses are there in the universe. But not only one cow. Also es gibt im ganzen Universum, wir korrigieren das Ganze noch einmal, im ganzen Universum also gibt es 330.000 Götter und Geister. So we believe in a cow, in one cow there are 300,000 gods. That's belief. I mean, this belief can change from people to people. It's not like, everyone has freedom to believe in Hinduism. Absolutely, fantastic. Also es sind dann pro Kuh nur 300.000 Götter, aber ich glaube, damit können wir auch wieder uns durchaus einverstanden erklären. Also ein interessantes Gedankengut, ich glaube sehr fremd für uns einmal, aber ich habe auch bemerkt, wenn ich in Indien bin, wie eben diese Religiosität die Menschen durchdringt. But this is not all we can see in the roads. We have also this kind of stands there. What do they do there? Also wenn man einfach, ich möchte Ihnen ein paar Straßenszenen so aus Mumbai zeigen. Man geht da durch und plötzlich taucht so ein Wagen auf und da sehen Sie, was da drauf liegt. Vielleicht haben Sie es schon erkannt, das ist Zuckerrohr, aber lassen wir uns doch von Pranav erklären, was es damit auf sich hat. So this is just outside the cricket ground. When they play cricket, they come and eat some food. So you can see a man with a plate. And on the side, you can see these sticks. Those are sugar cane. People remove the sugarcane juice and people drink it as a beverage. Dort, also wir sind in der Nähe des Cricket Grounds
Und dann kommt man von dem Spiel und dann möchte man gerne etwas trinken, möchte sich auch anders stärken. Man sieht da, jemand isst etwas und dann wird dieses Zuckerrohr genommen, es wird durchgepresst und eine Flüssigkeit kommt daraus, das kann man trinken, es ist unglaublich süß. Oder man nimmt einfach eine Zuckerrohrstange, kaut darauf rum und kann damit seine verlorenen Energien wieder auffüllen. Pranav, and obviously the Indians love to read. Yeah, there's a bookstore. Is that correct? This is a book street, and these are all second-hand books or books which are old, or sometimes some kind of pirated books also over there. So they are all kept stacked upon each other on this street, and people who want to buy cheap price books can go here and buy. Sie sehen also hier einen Second-Hand-Buchladen in der Bücherstraße. Das ist eine Straße, da sind also Stände nebeneinander, ein Zelt neben dem anderen. Da sind keine Regale, sondern die Bücher sind einfach so aufgestapelt. Und wer jetzt ein Buch haben möchte, der kauft sich da eins. Ich frage mich nur, wie kommt man dann an das Buch, was da sich ganz unten befindet? How do you get a book from the very, very bottom? I just ask myself. And the guy who's sitting there, he will just take off the books and remove it for you. Carsten, one more thing I want to show you. Can you see a lemon and chili in between two books? See, between... No, I haven't made that out. Aber ich frage Sie, liebe Damen und Herren, etwas, was ich selber auf meinem Foto noch gar nicht gesehen habe. Pranav macht mich darauf aufmerksam. Da ist eine Zitrone und eine Chili. See, can you see the yellow lemon and the chili is just above his ear, this man's ear. Das ist genau oberhalb des Ohres von dem Mann, der dort unten sitzt. Okay. So people hang this outside their homes or shops to ward off evil energy, to protect their shop. Und das ist wiederum ein Glücksbringer, sagt er. Das hat der Bücherverkäufer dort hineingelegt und das sorgt dafür, dass das Pech, dass das Unglück, dass das Schlechte von seinem Stand abgehalten wird. Übrigens, liebe Damen und Herren, falls Sie das jetzt schlecht sehen können, weil genau mein Bild dort auf Ihrem Bildschirm ist, klicken Sie dann hinein und ziehen Sie einfach die Fotos an die Stelle auf Ihrem Bildschirm, wo Sie das gerne haben möchten. This is really interesting. I haven't seen that actually. I have seen this photograph so many times yet, but this I have not recognized. Das ist mir bisher noch überhaupt nicht aufgefallen. Funny. That's really gorgeous. Okay, so we carry on. I think now this is the city council, the municipality building, city council. Das ist ein großes städtisches Gebäude, also das Ratsgebäude gewissermaßen. Und dann kommen wir auch weiter. So there is another very impressive building. That's the British Heritage Building, and that's the Book Street below that building. That's the Oriental Building. Hier sehen Sie nochmal, wo sich diese Bücherstraße befindet. Und ich glaube, es fällt Ihnen schon auf, was für fantastische, imposante Gebäude sich hier in Mumbai befinden. Das geht natürlich auch auf das britische Erbe. Wir werden gleich noch typisch Indisches zu sehen bekommen. Aber hier noch einmal diese Eindrücke solcher typischen, neogotischen, mit Neo-Renaissance-Zügen versehener englischer Gebäude. Und das, we can read, this is even UNESCO World Heritage Site. Es ist sogar ein UNESCO-Weltkulturerbe. What have we seen? What is this? Is this a kind of church? Is this the cathedral? So this building is the famous Victoria Terminus train station, which is now called Chhatrapati Shivaji Terminus. And Carsten, one more thing, if you go back one or two slides below the clock, you see there's a clock, below the clock there's an empty space. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich werde darum gebeten, nochmal Sie in dieses Bild zu zeigen. Und wir sind an keinem Sakralgebäude, sondern das ist schlichtweg der Hauptbahnhof, den Sie hier sehen. There used to be a statue of Queen Victoria over there, which we removed. We don't want anything written. Und dort vor dem Gebäude, also dem Victoria-Bahnhof, dort gab es ein Denkmal für Königin Victoria. But there is no other monument nowadays, Mahatma Gandhi or whoever. I think there are famous Indians. We have lots of monuments for freedom fighters like Chhatrapati Shivaji. If you see Gateway of India, there's a big statue of Chhatrapati Shivaji over there. This is a lion which symbolizes the British heritage, British. The symbol of Britain, of course, the British lion. Yeah, I understand. Das ist das britische Nationaltier, der Löwe. Und natürlich ist dieses Gebäude auch ein Selbstverständnis der Briten, damals in der Zeit der Kolonialherrschaft über Indien. Und das ist auch der Grund, warum
man das nicht mochte und warum dann die Statue von Königin Victoria, die sich ursprünglich vor dem Gebäude befunden hat, dort weggenommen wurde. Sie sehen aber auch wieder, wie grün es ist. Hier zum Beispiel im Hintergrund sehen wir eine Schefflera. Also das ist eine große Pflanze mit diesen fingerigen Blättern. So etwas kennt man eher als Zimmerpflanze oder im Wartezimmer beim Zahnarzt, im Atrium. Da steht so etwas. Aber hier werden das große, gigantische Bäume. Und das tut dem Auge ja so gut, auch immer wieder mal etwas Grünes zwischendurch zu sehen. Oder eine Araukarie und andere Pflanzen. We can carry on. So there is so much to see. I think now we are inside. Jetzt sind wir im Gebäude. It's called Star Chamber because the roof is star-shaped, and you can see these different kinds of Gothic style of architecture. There's a snake and two mongoose trying to catch the snake. This is typical Indian village in the jungle. You know, mongoose and snakes are always... Yeah, it's a bit like a Jungle Book, Rudyard Kipling, Baloo and Bagheera. But these are, wir sehen die typischen Tiere, die es in Indien dort im Dschungel gibt. Eine Manguste ist das. Eine Manguste ist ja so ein Marder, das so ein bisschen mit Eichhörnchen Arten da sich darstellt. Und die sind gerade dabei, eine Schlange zu bekämpfen. Und das Ganze allerdings mit dem typischen indischen, mit der typischen Fauna, dann allerdings in einen mehr europäischen, neogotischen Kontext gebracht. It's beautiful, it's really beautiful. But now we are at another place. This looks like a market. Jetzt sind wir wohl auf dem Markt. This is the Crawford Market, one of the oldest markets of Mumbai. And you can see different kinds of fruits are laid down. They're selling strawberries, pineapples. And behind there is a fountain, which has been architectured by Lockwood Kipling. He was the father of Rudyard Kipling. Rudyard, right, wrote Jungle Book. Ja, und da sehen wir also den Hauptmarkt von Mumbai und da im Hintergrund einen Brunnen. Und da erzählt Pranav gerade, der Architekt dieses Brunnens, das war Lockwood Kipling, und das ist der Vater von Rudyard Kipling, den wir eben als den Autoren des Dschungelbuches oder von Kim kennen. Geboren war er ja in Indien und ist dann ja später ausgewandert oder zurückgekommen nach Südengland und hat dort ein wunderschönes Haus dann errichten lassen mit Gartenanlage. Das ist also immer wieder mal Thema auch unserer Englandreisen. Uns interessiert natürlich, was man dort isst. Ich möchte eigentlich auch so ein bisschen dem Magen, dem Geschmack, dem Gaumen Indiens nachspüren. So we can see these wonderful fruits there. You said there are strawberries, pineapples and all this. Wir sehen Erdbeeren und wir sehen auch die Ananas. This is typical. Is this typical? Pineapples? Do pineapples grow in India? Yes, pineapples growing in India. The Hawaii pineapples are different. These are the Indian local pineapples. Hawaii ones are... These are the best, obviously. Yeah, these are the best. And they cut them in a different way. They don't cut it straight. They make sides, they remove the peels, and it comes star-shaped, if you have seen a pineapple. I see. Also das ist die indische Ananas und es ist natürlich heute außer Zweifel, dass diese Ananas die beste auf der Welt ist. Die ist sehr viel besser als die hawaiianische Ananas, hat Pranav gerade zugegeben. Und diese Ananas, die Frucht, die wird also nicht in Scheiben geschnitten oder anders, wie wir das kennen, sondern die wird so in Diagonalen immer wieder aufgeschnitten und dann werden die kleinen Dornen daraus entfernt und dann schneidet man sie auf, sodass die einzelne Frucht eine Sternform bekommt, ganz typisch eben für das Indische. We have a look at some more fruits. Yes, there is. We see so different fruits like the grapes and we can see even the dragon fruit there. Wir sehen die Drachenfrucht dort. Which fruit is very typical Indian? Welche Frucht ist denn jetzt hier typisch Indian? Figs over there. Figs are Indian. The grapes are Indian. The green grapes and the black grapes are Indian. Then there are pomegranates which are Indian. And dragon fruit is not from India. It's from Thailand, but now they grow in India. Also, some apples from New Zealand. And then there are Indian apples from Kashmir in the north of India. They are the middle ones. Also natürlich, wir sind in einer modernen Megacity und dort kriegen Sie all die Früchte der Welt, die zusammengetragen werden. Aber die Trauben, die wir dort sehen, sowohl grüne als auch die schwarzen oder blauen Trauben, sie kommen aus Indien. Dahinter
Rechts unten sehen Sie die Drachenfrucht. Die kommt allerdings ursprünglich aus Thailand. Inzwischen wird sie auch in Indien angebaut. Aber die Feigen, die Sie im Vordergrund unten links sehen, die sind wiederum typisch indisch. Wir sehen aber auch Äpfel, zum Teil aus Kaschmir, aus Indien kommen sie. Aber Äpfel werden natürlich auch von weit her importiert, zum Beispiel aus Neuseeland. And what about tea? Do you drink tea as well? Yes, a lot of people drink tea and coffee in India. Usually Indians love masala chai, which they sell on the street side. They add all kinds of different spices to it, like cardamom and different flavors, and they make the chai with ginger also. And then they mix it and then they drink it. It's so refreshing. You should try it. Oh, yeah. I love that. I love ginger tea as well and, well, the Darjeeling and all these things. Aber also Tee wird natürlich auch sehr viel getrunken, wird dann weiter mit Gewürzen versetzt und wird dann auch mit Ingwer dann zusammengemischt, der schwarze Tee mit Ingwer oder als reiner Ingwertee. What fruit is this now, Pranav? The papayas, which are grown locally in India, papayas are very good source of vitamins and they are very easily grown in farms. So it's a very nice fruit to have. It's very delicious. I love it. I love it. The fresh one is much better than the dried papaya, but I love it really. I look forward to coming to India again to have this taste. Ich freue mich schon darauf, wieder einmal nach Indien, zum Indischen Ozean zu kommen und diese frischen Papayas zu essen. Diese herrlichen Pflanzen, die gedeihen dort überall, ganz einfach. Und dann hat man diese herrliche orangefarbene Frucht und kann sich daran einfach laben. Sehr süß, einfach absolut köstlich. Typisch für Indien. Okay, so let us see what you do with the fruits. And this is, yeah, just tell us, this is something really special and I think is absolutely unique in the world. Ich glaube, das ist etwas Einzigartiges in der Welt, was es nur in Mumbai gibt. Okay, Carsten, I'll go slow and then you can translate, then I'll say. And so Thank you. So these guys with white hats in the picture with the bicycle and these boxes, these are the lunch box delivery guys. Also was wir hier sehen, die Herren mit den weißen Käppchen, das sind die Lunchbox-Träger. Sie bringen diese Lunchboxen, also auf Deutsch würde ich die einfach als Henkelmänner bezeichnen. Aber wir hören mal weiter, wie Pranav uns das erklärt. Yeah, just carry on, please. They are called the Dabbawallas. Dabba means a box and Wala means a carrier. They carry Dabbawallas heißen sie und Dabba heißt eben der Kasten, der Henkelmann, und Walla heißt das zu transportieren, die Transporteure. They transport it from the home of the person to the office of the person. The food is cooked by the wife of the person. Und diese Henkelmänner, die werden zu Hause von der Ehefrau eines zum Beispiel Büroangestellten gekocht und dann wird von der Frau das Ganze in so einen Henkelmann abgefüllt. Der Dabbawalla kommt und holt es ab und bringt dann diesen Henkelmann passend dann zur rechten Zeit ins Büro zur Mittagspause. This is a pit stop outside Churchgate Station, which is the final stop. And these lunches belong to all the offices in this area. Und hier sind wir an einer Endstation praktisch, so eines Verteilungssystems. Und von dort aus werden dann diese Henkelmänner zu den verschiedenen Büroangestellten dort im Viertel transportiert. The lunch is first taken from the home to the nearest train station with one team. Then Da gibt es ein Team, das also von zu Hause dann dort die Boxen abholt und sie zur nächsten Bahnstation transportiert. At that station, it's sorted according to different stations. Und von dort wird es dann weiter zu verschiedenen anderen Bahnstationen transportiert, diese Box. Another team carries from that station to the destination station. Und von dort aus gibt es wieder ein neues Team, das dann die Boxen übernimmt und sie zum Zielbahnhof transportiert. What you see in this picture is the third team. Und jetzt sehen wir hier auf diesem Bild das dritte Team. And the fourth team will carry them on the bicycle to the office. Und jetzt kommt das vierte Team ins Spiel, das jetzt die Boxen auf die Fahrräder nimmt und dann in die Büros hineinträgt. On the boxes, there are numbers written like alphabets and numbers, which help them identify where it comes from, where it goes. Und auf den Boxen gibt es jetzt eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, die genau erklärt, woher die Box kommt und wo sie hinzubringen ist. After it's delivered, the person eats food
and then keeps the empty box at the same place and the same process to go back home. They don't do it by themselves, the empty box, no. Also dann wird es gegessen von dem Büroarbeiter und er lässt die Box da und auf demselben Weg, wie die Box durch die Dabbawallas dorthin gebracht wurde, so wird sie dann auch wieder zurück nach Hause transportiert. If you fight with your wife, your lunchbox size will be small. Wenn Sie also Ärger haben mit Ihrer Frau, dann wird Ihr Henkelmann ziemlich klein sein. They have a 6 Sigma rating. These guys have a 6 Sigma rating, means only one error in 6 million transactions. Und also Sie haben einen großen Erfolg damit. Es gibt nur eine Fehlleitung innerhalb von 6 Millionen Auslieferungen. Das sollte unsere Deutsche Post mal so hinkriegen. Prince Charles and Camilla came to India. They saw this system. They got fascinated. When they got married, they invited only 3 people from India. 2 of them were the Dabbawallas they met. I can imagine why. Als Charles und Camilla geheiratet haben, sie waren in Indien und sie waren da auch so begeistert von dieser Sache der Dabbawallas. Sie haben später 3 Inder zu sich nach England eingeladen und unter diesen 3 Indern waren immerhin 2 Dabbawallas. This system would cost you around, I'm giving an approximate value, it's usually 1,000 rupees or 1,200 rupees, means around 15 Euro, something like that for a month. Also wir umrechnen das sofort nicht in Rupien, sondern eben $15. Das sind 13,5 Euro, kostet so ein Bringeservice pro Monat. There's a movie called The Lunchbox. You should watch it. Good. Es gibt einen Film namens Lunchbox. Wer sich dafür interessiert, der sollte sich diesen Film mal anschauen. So there is someone coming with all those boxes, or is he going? So he's actually coming from the station. He has loaded them on this hand cart. He's going to the office. Maybe these boxes belong to the same building, so they're taking them together directly. Da kommt also jetzt jemand und transportiert diese Boxen weiter. Die sind wohl gerade vom Bahnhof gebracht worden und wahrscheinlich kommen diese Boxen alle in dasselbe Gebäude. See, on his head, it's 80 kilograms of weight. That on his head, it's 80 kilograms of weight, which is carrying. It's not an easy job. Und jetzt haben wir hier jemand, der 80 Kilo auf seinem Kopf transportiert. Und dazu haben wir einen Film mit Ton unterlegt. Und wir wollen mal schauen, ob das funktioniert. We have this movie, this little filming that I did. And it's a film. Does it work? So you see, there is a number. There is a number on the. Okay, that is really funny. I thought it gives you a bit of impression of the noise of the streets, of course, but also of this Dabbawala, because yeah, it's really loud. You have to jump aside because they come really quickly, and you don't want to get hurt, of course, because they have their way. They have to deliver the food, and they have to be in time, of course. If your lunchbox doesn't arrive on time, it means there's something wrong in the city because they use the trains. Also ich sagte gerade, ich habe Ihnen diesen kleinen Film gezeigt, weil ich Ihnen auch ein bisschen von dem Ton der Straße mitbringen wollte und nochmal deutlich machen wollte, mit welchem Tempo die Dabbawallas da durchgehen. Also ein Riesengewicht, das die da tragen. Und da können die auch nicht stoppen, wenn da ein Tourist im Weg ist. Man muss also wirklich beiseite springen und ja, so funktioniert das und so halten die auch ihre Zeiten ein. Und Pranav fügte gerade noch mal hinzu, wenn also das Essen nicht pünktlich am Mittagsplatz angeliefert wird, dann muss irgendwas falsch sein in der Stadt. Dann gibt es wohl einen Stau oder irgendein Problem mit der Bahn. Also das ist ein typisches Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. They will earn around 100 Euro a month. Okay. But this is not the only fantastic thing about Mumbai. I think it's also this place we are now going to. What is this? It's not a slum, not at all. It is really something. It's part of the big economy of Mumbai. This is the open air laundry where all the commercial laundry is washed at a common place in a public place, which you can see from a bridge.
Waren Sie dort schon mal, liebe Zuhörer, Zuschauer, dann werden Sie sich daran ganz bestimmt erinnern. Von einer Brücke aus schaue ich jetzt hier hinunter und habe diese Fotos gemacht und Pranav erzählt eben, es ist die öffentliche Wäscherei, die man dort sieht. Die modernsten Hochhäuser im Hintergrund und hier wird also unter offenem Himmel, wir werden an offenen Trögen, da wird dann die Wäsche gewaschen. So it's called the Dhobi Ghat. Dhobi means a washerman and Ghat means a common place where people are washing clothes. So on the banks of rivers, it's called the Ghat where they wash clothes. But because it's in the city, they would call it Dhobi Ghat. Also, dass der Name nochmal, woher das kommt, dieser Platz, weil er in der Stadt ist, weil dort jeder seinen Waschplatz hat, so wie man die eigentlich auch auf dem Dorf hat, am Fluss hat. Aber jetzt sind wir hier eben mitten in der Stadt. Und wenn Sie da mal so genau hinschauen, da erkennen Sie vielleicht auch in den verschiedenen Segmenten, da sind Menschen dabei, Wäsche zu waschen. Es wird Wäsche gewalkt. Sie wird natürlich dann auch zum Trocknen aufgehängt. And it really works. The washing, it is really clean afterwards. Yeah, I've never tried washing clothes here, but people live here and they also work here. You can see some washing machines also over there, and these are the boxes, containers where they hand wash the clothes and hang them over there on the clothes line. Also es gibt auch Waschmaschinen, erklärt Pranav. Und das, was wir hier sehen, das sind die offenen Boxen, wo eben auch noch wirklich von Hand die Wäsche gewaschen wird. Und das Spannende, dort wird nicht nur für den Privatmann die Wäsche gewaschen, auch die verschiedenen Krankenhäuser haben dort ihre Kittel, ihre Versorgung und lassen dort ihre Wäsche dementsprechend waschen. So this is another picture of this absolutely unique laundry. Noch einmal diese einzigartige Wäscherei. So this is more like a slum neighborhood. There are different types of neighborhood, rich, middle class, and slum. So this is slum. And in the background, you can see some tall skyscrapers. Those are the very expensive buildings. So everything is together in one place. Und über diese Wäscherei, sagt Pranav, schaut man hinaus in einen Slum. Es gibt dort die unterschiedlichsten Wohngegenden, natürlich auch die unterschiedlichsten Kastensysteme. Und ganz im Hintergrund, da sehen wir wieder die höchsten, die modernsten Hochhäuser, das ganz moderne Leben. So this is absolutely interesting that you have this old and new absolutely close by next door. So this is something very old, isn't it? Jetzt kommen wir wieder zu etwas ganz Altem. This is very old, very old. We believe that this water which is here in this city of Mumbai, it's the same water as river Ganges, and it came here 5,000 years back. Jetzt sind wir wirklich an einer ganz alten, ganz besonderen und natürlich außerordentlich heiligen Stätte in Mumbai angekommen. Man hat dieses Wasserbecken dort und sieht und hält es für einen Teil des Ganges. Wenigstens wird es spirituell so verstanden. Denn das Wasser, das sich daran befindet, soll ursprünglich aus dem Ganges kommen und diese ganze Anlage ist immerhin 5.000 Jahre alt. How far is it from you? You're at the west side of India to the Ganges. Wie weit ist es denn bis zum Ganges? It's in North Indian state. Ganges comes from Himalayas, goes through Uttar Pradesh out in the Bay of Bengal. It's very, very far. You'll have to Also hat nichts miteinander zu tun, war nie Teil des Ganges. Wir sind eben jetzt hier an der Nordwestseite Indiens und der Ganges ist an einer ganz anderer Stelle, kommt aus dem Himalaya, aber hat, wir wissen das alle, eine besondere Bedeutung. Und so hat man hier eben auch einen Ganges in Mumbai. Sie haben vielleicht auch schon festgestellt, dass ich die Namen der jeweiligen Sehenswürdigkeiten auch mit in die Bilder hineingeschrieben habe, in der Regel oben rechts. There's a story, Carsten, about this place. It's called Ganga. Ban means an arrow. Ban means an arrow. Ganga means the Ganga. Ganga which came because of an arrow. Und der Name Banganga dieses Platzes, dieses Sees, geht auf einen Bogen zurück, denn der Bogen, der Pfeil Banganga, heißt eben der Pfeil. Und dazu wird uns jetzt Pranav noch eine Geschichte erzählen. So tell us the story, please. Okay. So 5,000 years back, there was a Prince Rama whose wife was kidnapped by the king of Sri Lanka. Und vor 5.000 Jahren, da geht es eben zurück auf den Prinzen Rama. What did happen to his wife? I didn't get it. She was kidnapped by the king. Und die Frau war gekidnappt worden by the Prince of, the King of, bei jemand anderem. Sie haben das gehört. Aus Sri Lanka, jawohl. Okay,
Just go back to the photograph. Yeah, so we can see it again. So he started from all the way North India towards South India, and he would stop at specific places to relax. Und dann war also Rama stopped, yeah, on the way to get his wife back, I think. Und er hat dann also verschiedene Stops vor 5000 Jahren eingelegt auf dem Weg durch Indien, um sich zu erholen. So when he came to this place, he stopped to relax, and he was thirsty, but he couldn't find water anywhere. So he did a prayer to the goddess Ganga river and shot an arrow on one corner of this place. The place where the arrow hits the ground, the underground Ganga river came for his rescue to drink. Oh yes. Rama hatte großen Durst, aber es gab dort nirgendwo eine Quelle, nichts. So hat er einen Pfeil genommen, mit dem Bogen diesen Pfeil abgeschossen und dort, wo er auf den Boden kam, genau an dieser Stelle, da brach eine Quelle aus und das war von dem großen Fluss Ganges eben eine Ableitung und so ist hier der Banganga entstanden. We believe Rama is an incarnation of Lord Vishnu. Und man glaubt, dass Rama eine Inkarnation des Gottes Lord Vishnu wäre. And this place is surrounded by temples on all sides. Und so gibt es hier um diesen See herum Tempel aller Größen. Also, when a Hindu person dies, we burn the body of the person and then we collect the ashes and we have to immerse the ashes in the Ganga river to finish the process of his life. So those who cannot go to Ganga river, they do it over here. I see. Und im Hinduismus ist es so, wenn jemand stirbt, dann wird dessen Asche in den Ganges gestreut. Für diejenigen, die allerdings nicht an den richtigen Ganges reisen können, die können hierher kommen, an diesen Flussteil, an diesen See und dann die Asche dort hineinstreuen. Thank you very much. This is really interesting to see. And when we were there were kids around. They live in that area, in that neighborhood. So that neighborhood is more of a middle class neighborhood. And you know, some people are also living on the steps of these Ganges water tank also. Also das ist so eine Mittelklasse-Siedlung und da sehen wir Kinder, die uns natürlich, wenn wir dort als Europäer unterwegs sind, fotografieren, dann sofort begegnen und rufen und sich auch gerne fotografieren lassen möchten. Und das habe ich natürlich auch herzlich gerne getan. But there are so many parks and gardens, so much green you have here in Mumbai as well. I went to this park today only for a jog in the evening. It's called Hanging Gardens. Und das hier ist der hängende Garten. Der hat eigentlich einen sehr viel komplizierteren Namen, den ich mir nie merken kann. Deshalb habe ich Ihnen den auch oben in das Foto mit hineingeschrieben. So hanging garden, yes. There is nothing hanging over here. You cannot see anything hanging over here. But the fact is that this garden itself is hanging on top of the water tanks. Also da hängt jetzt nichts herunter, das ist nicht die Idee des Namens Hanging Gardens, sondern es ist so, dass dieser Garten selber hängt und zwar auf einem riesigen Wasserreservoir, das sich darunter befindet. So ähnlich dürfen wir uns wohl auch die hängenden Gärten der Semiramis vorstellen, eines der antiken Weltwunder. In 1890s, there used to be water tanks, open water tanks, like how you had the Ganges water tanks, same thing like that, where the British stored water, drinking water, which they supplied to the city. And on the other side of those trees, there is a tower of silence where the Zoroastrian people keep their dead bodies for the vultures to eat. That's how they do the last rites. And the vultures would eat the human flesh and fly over these water tanks, and the flesh would sometimes fall in the water tanks. It would contaminate the water tanks. So the British decided to cover the water tanks by building the garden. So it's called hanging garden. Ja, so ist auch mal ein Grund, wie man einen Garten gestalten kann. Denn um 1890 gab es hier eine große offene Wasseranlage. Nebenan gab es dann eine große Staffage, auf der dann eine Religionsgruppe tat das in besonderem Maße, die Toten ausgelegt wurden. Die wurden nicht eingeschüttet oder Ähnliches, sondern das Fleisch der Toten wurde dann von den Geiern geholt. Und die kamen dann und wenn die dann sich dort satt gefressen haben, manchmal haben sie dann auch das Fleisch mitgenommen und haben das dann in diesen Wassertank hineinfallen lassen, der nach oben hin
offen war. Das Wasser allerdings wurde gebraucht und so haben die Briten 1890 beschlossen, dass das geschlossen werden muss und dementsprechend ist dieser Wassertank gedeckelt worden und darauf ein Garten angelegt worden, der hängende Garten. And here we can see a beautiful tree. It's a bougainvillea plant, bougainvillea, which has these beautiful flowers, white and pink ones. The garden has lots of beautiful flowers, lots and lots of marigolds, and they keep changing the flower beds every month, every 2 months. This is run by the municipality of Mumbai. This is a municipal council garden. Also es lohnt sich wirklich auch mal die Gärten von Mumbai zu besuchen. Allein dieser aufwendige Garten, Pranav erzählt, alle 1-2 Monate werden die Beete neu bestückt. Er wird dort von den städtischen Gärtnern dann auch betreut. Und was wir hier im Zentrum sehen, das ist natürlich eine große Bougainvillea mit den weißen Hochblättern und daneben allerdings auch, da schauen ein paar pinkfarbene Brakteen oder Hochblätter durch. This garden is in the most expensive neighborhood of Mumbai, where the property rate is like $3,500 for 1 square foot. Also das ist eine der teuersten Gegenden Mumbais, in der wir uns hier befinden. Und deshalb gibt es wohl auch diesen schönen öffentlichen Garten dort. $5.200 kostet dort, $5,200 per Square Meter. $5.200 kostet der Quadratmeter. Der Municipalmarkt ist teurer. Children go and play. It's on the other side of the garden. You know, there's a nursery rhyme we learn in school. There was an old woman who lived in a shoe. She had many children. She didn't know what to do. So a lot of children come to this park for picnics. So when they see the shoe from their books in real, they are very fascinated and they like it. Ja, wir werden jetzt so langsam auch hier unseren Mumbai-Besuch beenden. Wir wollen ja Sie gleich noch weiter mitnehmen. Aber vorher erzählt uns Pranav noch, dass dieser Schuh mit einem Kinderlied zu tun hat, mit einem Gedicht, dass die Kinder in der Schule in ihren Büchern lernen, davon so begeistert sind, dass wenn sie dann zu dem Spielplatz kommen und den Schuh sehen, dass sie dann natürlich dort besonders gerne ganz begeistert sind und sich das anschauen möchten. We don't have too much time. I think we have to cut it short a bit. Pranav? Okay. This is the skyline of South Mumbai, which you see from the hanging gardens. Also nochmal der Ausblick auf den Süden Mumbais von den hängenden Gärten aus. Wir sehen also, dort gibt es überall Pflanzen. Jackfruit Tree, das ist der Jackfruchtbaum, den wir hier sehen. Das gehört ja zu den Brotfruchtgewächsen. This is edible, isn't it? Yes, kann man. It's like durian. Also wie die Durian, das ist ja die Stinkfrucht, oder ich will jetzt den anderen Namen mit K-Frucht gar nicht sagen, aber dies ist wirklich der appetitliche Schwager oder Cousin dieser Durianfrucht, gehört eben zu diesen Brotfruchtgewächsen. Und so sehen wir zahlreiche herrliche Gartenanlagen. And you said it's an expansive area there, and this is, yeah? The expensive building in the world. It's home of Mukesh Ambani, the owner of Reliance Industries. And yesterday he broke into the top 10 richest men in the world. Wow, so this is not the Trump Tower. So das ist jetzt nicht der Trump Tower von Mumbai, sondern das ist das Antila Building. Und das ist das teuerste Gebäude, Pranav sagt, das teuerste Gebäude der Welt. Es ist tatsächlich ein Privathaus. Dort wohnt eine Familie drin und die sind gerade gestern zu den 10 reichsten Familien der Welt gezählt worden. How many people live in this house, Pranav? 5 Menschen wohnen in dem Haus. And there are staff of 600, 200 in the morning, 200 in the afternoon, 200 at night. Mostly in Und die haben 600 Bedienstete, 200 jeweils in 3 Schichten. 600 Menschen arbeiten in dem Gebäude, aber nur für diese 5 Leute, die dort tatsächlich wohnen. Wow. Und das ist auch Mumbai, arm und reich, so nah beieinander. And you have so many temples, of course, so many different temples. This is one of so many, and I think we have to stress. And this is what we can now see is the Krishna, isn't it? Und jetzt sehen wir den Krishna-Tempel, nicht wahr? Krishna Temple. And Krishna is another incarnation of Lord Vishnu, and he has been worshipped in India since 3,500 years. Und das ist nochmal eine Inkarnation des Gottes Vishnu. Und wir schauen mal diesen Tempel an. Wenn man hineinkommt, da gibt es so eine Art Theaterbühne. Der Vorhang hebt sich und plötzlich kann man durchschauen und sieht dort diese
diese Szene im Hintergrund. Aber ich finde auch den Raum vorher ganz spannend. What did happen to the gentleman on the left? Was passierte denn mit dem Mann dort unten links? He's actually praying to the God, but he's not he's praying sideways, because just in front, on the opposite side of the gods, there is a statue of the teacher. In our culture, gods, teachers, parents should be respected, and you cannot point your feet towards anyone. So Und es gibt also verschiedene Gottheiten, Figuren dort in dem ganzen Raum, also auch seitlich. Und da hat er also gerade ein Gebet gesprochen und er darf eben jetzt nicht die Füße dieser Gottheit entgegenbringen, sondern nur seinen Kopf, und dementsprechend robbt er auf die Figur zu, beziehungsweise robbt von dieser Person dann wieder zurück. And this is is it an altar? Yeah, it's the God main altar. The God with the flute, that's God Krishna. Next to him is his eternal lover, Goddess Radha. And then there are these animals which are shown. So he used to play flute in the jungles, and all these animals would come and listen to his flute. He was a cow herd. He used to take cows to graze in the jungles and all. So und wir sehen Krishna dort mit einer Flöte spielt er, und dazu wird getanzt und andere Gottheiten sind drumherum. Es kommen die Tiere, um sich diese Musik anzuhören aus dem Dschungel zusammen. Die Szene, die hier in diesem Tempel zu sehen ist. He's the founder. He founded the Hare Krishna movement. Und das ist der Gründer dieses Klosters, der Religionsgruppe. Pranav, our guest, they ask you a question, and they ask, in the photographs that I've shown, they say the sky is rather gray. Is this true? Do you have sun there as well, or do you have smog very often? Es wird also gerade von Ihnen gefragt, liebe Gäste, ob der graue Himmel, den Sie auch gesehen haben, ob das mehr Smog wäre oder ob das häufig der Fall wäre, dass es dort Nebel gäbe. We have sun, but I believe you came in between June, July, August, September. Did you come during those months? That's the time when there is monsoon. So it's rainy season. So that time there is a lot of cloud. Also wir haben einen Tag erwischt, da war es bewölkt, da gab es dann eben auch den grauen Himmel dabei, liebe Damen und Herren, aber ich muss dazu sagen, vielleicht sieht es so aus bei den Fotos, die ich gegen das Licht gemacht habe, dass der Himmel relativ grau ist. Tatsächlich haben wir auch einen blauen Himmel erlebt. Sie sehen das jetzt bei dem nächsten Bild, aber ganz oben am Bildrand, was so braun wirkt, das liegt an unserem Corporate Design. Das gehört zum Kultur- und Gartenkanal. Das ist der Hinterleger, damit Sie die Schrift dort oben auch lesen können. Das haben wir eingebaut, diesen braunen Streifen. Das ist also kein Dunst- oder Smoghimmel. Der Himmel ist tatsächlich blau. Vielleicht kommt daher die Idee, dass es braun wäre. This brownish is kind of our corporate design of Kultur- und Gartenkanal. It's not kind of smog. Und jetzt sind wir hier auf den Schiffen, und mit diesen Schiffen fahren wir hinüber zur Elefanteninsel. Da habe ich doch noch etwas, das Sie vielleicht vor der Vorbereitung her kennen, und zwar sehen Sie hier dieses Ei, und in diesem Speckstein, da ist ein kleiner Elefant drin, und das erinnert daran, dass es einmal auf dieser Elefanteninsel eine Figur eines Elefanten gegeben hat, der allerdings längst ins Museum gebracht wurde. So I bought this when I was here on the Elephanta Island. You don't have to walk up all the way to the caves. You can do this here. You can be carried by these gentlemen, but I didn't want them to carry almost 90 kilograms, so I better walked, I think. But for Sie, liebe Gäste, wenn Sie das nächste Mal da sind, lassen Sie sich doch einfach hinauftragen. Davon verdienen die ja auch Geld. Und dann kommt man zu diesen Höhlen, die UNESCO-Weltkulturerbe sind. This is another UNESCO World Heritage Site. Yes, and these are the Elephanta caves. They are cut from a rock, and they are dedicated to my favorite god, Lord Shiva. Und diese Höhlen, sagt Pranav, sie sind seinem Lieblingsgott geweiht, nämlich dem Gott Shiva. Das ist aus dem Felsen herausgehauen. Das sind also Monolithen, das sind Teile dieser Felsformationen, und dort findet man dann immer wieder die Darstellungen des Gottes Shiva. So Shiva is the most powerful god, isn't it, of all the gods? We believe that Shiva is the god of the gods, and he is the god of destruction, but destruction of bad and evil and negative energy. Also das erzählt Pranav, er ist der
kraftvollste, der mächtigste Gott, der Gott der Zerstörung, aber der Gott, der das Böse zerstört. There's a mantra of Shiva which is said Om Namah Shiva. You'll find this, a lot of Indians do meditation, they do Om, Yoga, they do Om Namah Shiva. Also es gibt eine Meditation, dann wird immer wieder Shiva dabei gedacht. And there are so many people building and creating and restoring, of course, this World Heritage Site. Like these ladies, they are not dressed in fancy costumes. This is the average daily costume people are wearing. This is a sari, and it's a typical village outfit. Even in the cities, they wear sari, but these women, they look from this island and they are doing some work on the steps or the caves. Also das ist der traditionelle Sari, den die Damen dort tragen. Und die arbeiten dort bei den Steinarbeiten, die bauen eben an dieser Straße mit in dieser traditionellen Kleidung. And this is the cannonball tree that I took a photograph of. I think this is from Hawaii originally. It's a South American tree, and its fruits are like cannonballs, so it's called the cannonball tree. Ja, aus Südamerika, der Kanonenkugelbaum, also auch nochmal wieder so eine fantastische Pflanze, die man dort sehen kann. And this is another picture of the garden on Elephanta Island. So wherever there is space, I think the Indians love to create a garden as well. They mentioned their Elephanta Dam. Can you read it, Carsten? Elephanta Dam. There's a dam below it. Yes, I remember. Ja, da gibt es einen Damm. Lieber dear Pranav, you can hear me? Just to tell you in between, these photographs that we have shown our guests, they made a note. They all want to come to India, they already said. Liebe Damen und Herren, ich habe gerade lesen, Sie wollen nach Indien, es macht tatsächlich Reiselust. Das ist es natürlich auch, was wir machen wollten. And it is what blesses the people are the great people like you and the cows with lots of spirits, I think. Also was dann besonders uns motiviert und uns segnet, sind natürlich die heiligen Kühe, aber auch die Menschen, die einen an die Hand nehmen und dort herumführen. I'll come back to you in a moment again, Pranav, but hold on a second here on with this photograph. We'll leave Mumbai for a moment. Hier an dem Tor nach Indien verlassen wir Mumbai einen ganz kurzen Moment, bedanken uns bei Ihnen, liebe Damen und Herren, jetzt natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um bei uns hier diese Sendung über Mumbai mitzuverfolgen. Danken Ihnen aber auch für die Sendungen, die sich vorher schon angesehen haben. Und wer etwas verpasst hat, wir zeichnen ja auch diese Sendung auf, laden sie bei YouTube hoch. Das haben wir auch mit den letzten Sendungen getan. Auch die allererste Sendung, das hat ein bisschen länger gedauert, aber auch die über die Alhambra in Granada können Sie auf unserem, der Kultur- und Gartenkanal, noch einmal nachschauen. Es ist auf YouTube alles inzwischen hochgeladen worden. Und da es ja alles hier ehrenamtliche Mitarbeiter sind, da wir hier ja alle tätig sind ohne Honorar, auch Pranav nicht, unsere Regie nicht, da wir aber doch ja auch die Technik bezahlen müssen, wir müssen die Software bezahlen, freuen wir uns, wenn Sie uns mit Mikrosponsoring unterstützen wollen. Diesen grünen Button finden Sie auf meiner Webseite www.seick.com, sowohl bei der Kultur- und Gartenkanal als auch bei dem Thema Garten hören. Und dann können Sie über diesen Button uns einen virtuellen Kaffee spendieren oder 2 oder 3 Kaffees zu jeweils 3 €. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf diese Weise auch zeigen, dass Ihnen unser Format gefällt. Jetzt an dieser Stelle sei aber auch schon gesagt, wir senden das nächste Mal in 3 Wochen erst, nicht in 2, sondern in 3 Wochen, und zwar am 14. Juli. Seien Sie dabei, dann geht es nicht so weit in die Welt hinaus, aber doch ein ganz schönes Ende, nämlich in die baltischen Länder. Und dann werde ich eine Gästeführerin dort antreffen, die uns mitnimmt nach Lettland, Estland und Litauen, nach Riga, nach Vilnius geht es natürlich auch. Wir werden nach Tallinn kommen und uns dort Gärten anschauen. Wenn Sie aber vorher noch Lust haben zu reisen, tun Sie das. Auf meiner Webseite finden Sie auch zahlreiche neu hinzugefügte Reisen innerhalb Deutschlands. Gucken Sie einfach mal nach, was wir Ihnen da anbieten. Zum Beispiel unsere Reise in das Gartenreich von Dessau-Wörlitz. Aber jetzt gehen wir noch einmal wieder zurück zu unserem Pranav. Thank you very much, dear Pranav. We come back to you because we are now in the end of our
our broadcast here. And I say also thank you very much to my daughter, Charlotte. She is here at the computer. She's working with all the texts, with the cameras and all this to make it all possible here. We say thank you very much. We say also thank you very much to you, Pranav. You did a wonderful job and you did what you could just to make us all wanting to come to India. Und Ihnen, liebe Damen und Herren, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich möchte auch gerne mal Mumbai kennenlernen. Ich möchte auch gerne von Pranav geführt werden. Schreiben Sie mich gerne an. Wir geben Ihnen dann die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse von Pranav weiter und von seinem Unternehmen weiter, damit Sie dann direkt mit ihm Kontakt aufnehmen können. So if anybody is interested in coming in contact with Pranav, do write to us and we give his details to you. Wir sagen nochmal Dankeschön, wie Sie auch. Sie schreiben uns auch Danke, Dankeschön, Namaste. Namaste sagen wir natürlich auch. Ups, so wenigstens, dass Sie meine Hände noch in der Kamera sehen. Ein Namaste. Und wie wir das gerne zum Abschluss machen. Thank you very much. Is there anything you want to say to our guests finally? Möchtest du noch etwas zu unseren Gästen sagen, Pranav? Okay. First of all, Carsten, thank you very much for having me on your show, and all the guests. I'm sorry, I don't understand German, but I know you have written good things. So thank you very much for writing good things about me. And I would like to thank Carsten for inspiring me to start online tours. He's been like a very caring friend I have, and I would love to see you again someday in Mumbai. So if you travel to India, Carsten does come to India, come with him to India, then we can meet again. Oh yes, we will do. Also Pranav bedankt sich auch noch einmal, dass Sie zugeschaut haben, hofft, dass es Ihnen allen gut gefallen hat, sagt aber auch Dankeschön auch an meine Person, weil auch für ihn ist das Thema der virtuellen Reise, des Vorstellens seiner Stadt auf virtuelle Weise etwas Neues und da haben wir ihn natürlich mit inspiriert. Das freut mich, dass das so gelungen ist, wie das auch bei anderen gelungen ist, hier durch diese so schwierige Zeit für uns Gästeführer, Reiseleiter, Reiseveranstalter hindurchzukommen. Aber so bleiben wir am Reisen und wir freuen uns, dass Sie heute mit auf Reisen gingen. Wir stoßen an, nicht mit einem Tee, sondern wir haben hier einen, machen wir ein bisschen Schleichwerbung, Bombay Sapphire, das passt ja nun natürlich, diesen Gin mit ein bisschen Tonic. Und liebe Charlotte, komm mal mit ins Bild. Meine Tochter nehme ich jetzt mal vom Computer weg im Bild. Und wir stoßen mal an, sagen Cheers und Cheers, bleiben Sie gesund. Und schön, dass Sie dabei waren. Bis in 3 Wochen, wenn es in die baltischen Länder geht. Auf Wiedersehen. Bye bye. Thank you very much. Bye. See you.